Willkommen zu einer neuen Staffel der KI-Weltreise. Dieses Mal führt uns unsere Reise nach Island. Ein Land aus Feuer, Eis, Sturm und erstaunlicher Stabilität. Ein Ort, an dem die Natur zeigt, wie Systeme funktionieren müssen, wenn äußere Bedingungen plötzlich nicht mehr planbar sind. In den letzten Jahren wurde künstliche Intelligenz fast automatisch mit Cloud-Plattformen verbunden. Viele Unternehmen haben begonnen, ihre Daten, ihre Prozesse und teilweise auch ihre Entscheidungen in externe Systeme auszulagern. Solange alles funktioniert, wirkt das bequem und effizient. Doch was passiert, wenn Verbindungen instabil werden, Daten besonders sensibel sind oder Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden müssen? Genau hier beginnt unsere Reise. In Staffel 9 beschäftigen wir uns mit Edge AI, lokalen Sprachmodellen und hybriden KI-Architekturen. Klingt technisch, betrifft aber mittlerweile fast jedes Unternehmen. Von der Industrie über Logistik und Gesundheitswesen bis hin zu Verwaltung und kritischer Infrastruktur. Wir werden sehen, warum moderne KI nicht immer tausende Kilometer entfernt in einem Hyperscaler-Rechenzentrum laufen muss. Warum Daten manchmal dort bleiben sollten, wo sie entstehen. Und warum Geschwindigkeit nicht nur eine Frage der Hardware ist, sondern der Architektur. Island ist dafür die perfekte Metapher. Dieses Land funktioniert in vielen Bereichen autark. Energie entsteht direkt aus dem Boden. Systeme sind darauf ausgelegt, auch unter schwierigen Bedingungen stabil zu bleiben. Genau diese Denkweise findet man heute zunehmend auch in modernen KI-Architekturen. Gemeinsam mit Birgit und unserem neuen Begleiter Sindri reisen wir durch Schneestürme, Geothermiekraftwerke, abgelegene Produktionsanlagen und ein verborgenes Rechenzentrum tief im vulkanischen Gestein Islands. Dabei geht es nicht um Science Fiction und auch nicht um Technologie-Hype. Es geht um reale Fragen, die Unternehmen in Österreich, Deutschland und Europa aktuell beschäftigen. Welche Daten dürfen die eigene Infrastruktur verlassen? Welche Prozesse müssen auch ohne Internet funktionieren? Wann ist Cloud sinnvoll? Und wann entsteht daraus eine kritische Abhängigkeit? Und wie baut man KI-Systeme, die nicht nur intelligent wirken, sondern unter realen Bedingungen stabil arbeiten? Diese Staffel richtet sich an Entscheider, Techniker, Projektleiter und alle, die verstehen wollen, wie die nächste Entwicklungsstufe produktiver KI-Systeme aussehen könnte. Nicht größer, nicht lauter, sondern kontrollierter, robuster und näher an der Realität. Willkommen in Island. Willkommen zu Staffel 9 der KI-Weltreise. Feuer unter dem Eis. Willkommen. Du landest am Flughafen Keflavik in Island. Du trittst aus dem Terminal und die Luft trifft dich wirklich wie so ein eiskalter Schnitt. Typisch isländisches Wetter halt. Absolut. Und dann zieht ein massiver Schneesturm auf. Der Wind peitscht diese Eiskristalle fast horizontal über den Asphalt. Die Sichtweite sinkt innerhalb von Minuten auf unter 50 Meter. Du setzt dich in deinen hochmodernen Mietwagen, willst das Navi starten und nichts passiert. Oh ja, der klassische Ausfall. Genau, die Karte friert ein, die Straßen laden nicht, du greifst zum Handy, kein Netz. Die Verbindung zum Festland ist komplett abgerissen. Du bist in diesem Moment völlig isoliert. Und während du da sitzt und überlegst, was du tun sollst, hält neben dir so ein massiver isländischer Superjeep. Okay. Die Tür geht auf, du wirst einen Blick auf sein Armaturenbrett und siehst, sein Navigationssystem läuft absolut flüssig. Es berechnet Routen in Echtzeit, passt sich der Umgebung an, reagiert einfach perfekt. Weil dieses System eben keine Verbindung zu irgendeinem Server auf einem anderen Kontinent braucht, es hat alles an Bord. Richtig. Und dieses Bild bringt uns direkt zur Kernfrage unserer heutigen Analyse. Wir haben uns extrem tief in dieses Thema eingegraben. Denn wir haben uns ja alle über die Jahre daran gewöhnt, dass künstliche Intelligenz irgendwo weit weg in gigantischen Rechenzentren lebt. In der Cloud halt, ja. Genau, wir lagern das Denken quasi aus. Aber unsere Mission heute ist es, dir zu zeigen, dass diese absolute Cloud-Abhängigkeit für moderne Unternehmen, für kritische Infrastruktur und für sensible Daten, das ist mittlerweile ein unkalkulierbares Risiko. Exakt, und wir wollen heute beleuchten, wie die Zukunft wirklich aussieht. Es geht darum, wie Unternehmen die Kontrolle zurückgewinnen, indem sie die KI direkt an die Maschine, in die Fabrikhalle oder eben auf den lokalen Server holen.
Weil die Architektur der nächsten Jahre definitiv von autarken, hybriden Systemen dominiert wird. Wir sprechen da von Edge AI und lokalen Modellen. Und das Fundament davon ruht eigentlich auf 3 Säulen: extrem niedrige Latenzen, digitale Souveränität und kompromissloser Datenschutz. Es geht im Grunde um Resilienz. Also lass uns das mal aufdröseln und direkt bei dieser Latenz ansetzen. Wenn dieses isolierte System aus dem Schneesturm jetzt nicht die Ausnahme, sondern die absolute Norm für ein Unternehmen sein soll, warum stößt die Cloud da an ihre Grenzen? Tja, das ist am Ende ein reines Physikproblem. Lichtgeschwindigkeit ist zwar schnell, aber sie ist halt endlich. Latenz ist ja einfach die Verzögerung zwischen einer Anfrage und der Antwort. Wenn ich jetzt im Büro sitze und ChatGPT bitte, meine E-Mail zusammenzufassen, ist mir diese Latenz doch eigentlich egal. Völlig egal, ob das jetzt in 100 Millisekunden oder in 2 Sekunden auf dem Bildschirm erscheint. Das ist höchstens eine kurze Wartezeit. Aber jetzt wechsle mal den Kontext in eine industrielle Umgebung. Stell dir eine moderne Produktionslinie vor. Ein Förderband läuft mit extrem hoher Geschwindigkeit und da scannen Kameras jedes vorbeifliegende Bauteil auf Mikrorisse. Und wenn die Kamera jetzt ein Bild von einem Riss macht, das erst einmal über den Atlantik geschickt werden muss, also zu einem Server, wo dann diese sogenannte Inference stattfindet und das Signal Band anhalten dann wieder zurückgeschickt wird, dann ist das fehlerhafte Bauteil schon längst im nächsten Produktionsschritt verbaut. Oder es hat vielleicht sogar die ganze Maschine beschädigt. Wir sprechen hier über Zeitfenster von 10, vielleicht 20 Millisekunden. Da ist ein Umweg über ein Rechenzentrum in Virginia oder Irland industriell völlig inakzeptabel. Verstehe. Das ist so, als würde man ein Auto mit einer Fernbedienung steuern, die eine Sekunde Verzögerung hat. Bei Schrittgeschwindigkeit geht das noch. Aber auf der Autobahn ist es eine absolute Katastrophe. Genau so ist es. Das Gehirn, also die Entscheidungslogik, muss exakt dorthin, wo die Daten entstehen. Aber da muss ich mal kritisch nachhaken. Warum lagern wir dann überhaupt alles aus? Die gängige Meinung war doch immer, dass wir diese gigantischen Serverfarmen brauchen, weil unsere Hardware vor Ort viel zu schwach für echte KI ist. Das war jahrelang auch völlig richtig. Also das Trainieren eines KI-Modells ist nach wie vor unfassbar rechenintensiv. Das passiert weiter in der Cloud. Aber für das reine Anwenden des Modells, diese Inference, die du gerade erwähnt hast, da gab es in den letzten Jahren massive technologische Durchbrüche. Auf der Hardware-Seite, oder? Ja, zuerst bei der Hardware. Wir nutzen heute in den Endgeräten nicht mehr nur klassische CPUs. Eine CPU ist wie so ein extrem schneller Prozessor, der Aufgaben sehr gut nacheinander löst. Für KI brauchen wir aber Systeme, die tausende sehr einfache Aufgaben gleichzeitig lösen. Deshalb verbauen wir heute spezielle GPUs und sogenannte NPUs. NPUs, also Neural Processing Units. Sie sitzen direkt in den Geräten. Richtig. Die sind spezialisiert auf genau die Mathematik, die so ein neuronales Netz braucht. Die machen im Grunde den ganzen Tag nichts anderes als Matrixmultiplikationen und das extrem energieeffizient. Okay, das ist die Hardware. Aber die Software muss ja auch passen. Genau, und da passierte der zweite, noch wichtigere Durchbruch. Ein Begriff, der hier zentral ist die Quantisierung. Lass uns dieses Konzept der Quantisierung mal kurz erklären. Wie genau macht man ein gigantisches KI-Modell klein genug für einen lokalen Chip? Also ein KI-Modell besteht vereinfacht gesagt aus Milliarden von Stellschrauben, den Parametern. Normalerweise werden die mit extremer mathematischer Präzision gespeichert, als 32-Bit-Fließkommazahlen. Das braucht enorm viel Speicherplatz. Bei der Quantisierung verringern wir diese Präzision radikal. Wir runden die Zahlen ab, zum Beispiel auf 8-Bit oder sogar 4-Bit-Ganzzahlen. Ah, okay. Das ist im Grunde so, als würde man ein extrem hochauflösendes Foto nehmen und die Farbpalette reduzieren. Anstatt Millionen von Farbnuancen zu haben, habe ich nur noch ein paar Tausend. Das Bild wird winzig, aber das Motiv ist immer noch scharf erkennbar. Ein super Vergleich, ja? Man verliert erstaunlich wenig von der eigentlichen Leistungsfähigkeit des Modells, aber das Modell schrumpft massiv. Es passt plötzlich in den normalen Arbeitsspeicher eines lokalen Rechners und läuft blitzschnell. Man muss ja nicht das gesamte Weltwissen in einem Modell vorhalten, nur um zu erkennen, ob eine Schweißnaht fehlerhaft ist. Stimmt. Wir haben also die Hardware und die Mathematik, um KI lokal zu betreiben. Und das bringt uns zu 2 Begriffen, die oft durcheinander geworfen werden. Edge AI und Local LLMs. Ja.
Da muss man wirklich grenzscharf trennen. Edge AI bedeutet, dass die Intelligenz buchstäblich an den äußersten Rand des Netzwerks rückt, die Edge. Das Modell sitzt direkt in der Kamera, am Fließband oder im medizinischen Ultraschallgerät. Der Clou dabei, die Rohdaten verlassen das Gerät überhaupt nicht. Das heißt, ein Kamerasystem schickt gar kein Video mehr ins Internet? Kein einziges Bild. Das KI-Modell bewertet das Video lokal in Millisekunden, zieht seine Schlussfolgerung, also zum Beispiel Teildefekt, und löscht die Videodaten sofort wieder. Krass. Und Local LLMs, also Small Language Models? Das ist die andere Seite. Das zielt auf Text- und Wissensverarbeitung in einer Organisation ab. Unternehmen brauchen nicht immer die gigantischen Cloud-Modelle für ihre internen Dokumente. Sie betreiben einfach ein eigenes, kleineres Sprachmodell auf den Firmenservern. Das dann Verträge analysiert oder Code schreibt, aber eben intern. Exakt. Unter der strikten Bedingung, dass kein Betriebsgeheimnis das Haus verlässt. Hier wird es jetzt wirklich interessant für dich als Entscheider. Denn da denkt man natürlich sofort ans Budget. Wenn ich jeden KI-Aufruf in der Cloud bezahle, explodieren doch meine Kosten, sobald mein Unternehmen wächst, oder? Absolut. Das nennt man in der Branche FinOps, Financial Operations. Wenn hunderte Mitarbeiter die Cloud-KI nutzen, zahlst du pro generiertem Token. Das kann wie ein Vulkan unberechenbar ausbrechen. Jeder Aufruf kostet. Und bei lokalen Systemen? Ein lokal betriebenes System, also on-premise, ändert diese Logik komplett. Du hast Fixkosten für die Hardware und den Strom, aber der Betrieb ist berechenbar. Ob deine Leute das Modell 10-mal oder 10.000-mal am Tag abfragen, die Rechnung bleibt gleich. Das ist natürlich ein massiver Hebel. Aber es gibt noch einen größeren. Und das ist für viele die eigentliche Schmerzgrenze. Sobald wir Daten lokal verarbeiten, sind wir mitten im Thema Datensouveränität. Data Sovereignty. Genau. Wenn wir uns die aktuellen Regulierungen anschauen, DSGVO, NIS2, DORA, den EU AI Act, dann verbietet sich eine US-Cloud oft von selbst. Gerade wenn du sensible Patientendaten oder streng geheime Patente verarbeitest. Und was ist da die Lösung? Das Konzept der Air-Gapped AI. Also KI-Systeme, die physisch komplett vom Internet getrennt sind. Air-Gapped. Also buchstäblich ein Luftspalt. Keine Kabel, kein WLAN, ein Bunker tiefen Gletscher, metaphorisch gesprochen. Absolut isoliert, ja. Niemand kann von außen eindringen, nichts kann abfließen. Für manche Behörden oder Rüstungskonzerne ist das oft die einzige legale Möglichkeit. Okay, das klingt unfassbar sicher. Aber ist so ein Air-Gapped-System in der Praxis nicht ein absoluter Albtraum im Betrieb? Ich meine, wie lernt das Modell dazu? Wie kommen da Updates rein, wenn das Kabel durchgeschnitten ist? Das System wird doch irgendwann völlig blind für Veränderungen. Da hast du völlig recht, das ist die Kehrseite. Absolute Isolation macht den Betrieb exponentiell schwerer. Das fällt unter den Begriff MLOps, also Machine Learning Operations. Wenn du ein Modell in die Welt entlässt, beginnt ein Prozess, den wir Model Drift nennen. Warte mal, wie driftet ein mathematisches Modell ab? Die Stellschrauben verändern sich doch nicht von selbst. Das Modell bleibt gleich, ja. Aber die Realität driftet davon. Stell dir vor, du hast diese Kamera in der Fabrik. Alles läuft ein halbes Jahr perfekt. Dann wechselt das Unternehmen den Lieferanten für ein bestimmtes Rohmaterial. Ah, und das sieht minimal anders aus. Genau. Es reflektiert das Licht minimal anders. Für uns Menschen fällt das gar nicht auf. Aber für das Modell sind die Pixel plötzlich fundamental andere mathematische Werte als die, mit denen es trainiert wurde. Die Fehlererkennung sinkt drastisch. Das System wird betriebsblind. Das Gelernte passt also nicht mehr zur meinen Umwelt. Richtig. Das ist der sogenannte Data Drift. Um das zu beheben, brauchst du ein extrem gutes Fleet Management. Du musst überwachen, wie sicher sich das Modell ist. Und wenn diese Sicherheit sinkt, müssen Daten exportiert werden, um das Modell neu zu justieren. Aber wie, wenn es isoliert ist? Bei extrem isolierten Systemen tragen Sicherheitspersonal buchstäblich physische Festplatten in den Serverraum. Das erfordert penible Planung und viel organisatorischen Aufwand. Autarkie hat definitiv ihren Preis. Wahnsinn. Aber gut, wir können ja nicht alles in einem Offline-Bunker betreiben. Die meisten Unternehmen sind ja nicht das Pentagon. Wie sieht das denn im normalen Alltag aus, wenn wir das große Ganze betrachten? Die Realität ist fast immer eine hybride Architektur. Die Lösung ist nie nur Cloud oder nur lokal. Die Devise lautet, lokal wird gehandelt, zentral wird analysiert. Wie greift das ineinander?
Bleiben wir bei der Kamera am Fließband. Die Edge AI reagiert in Millisekunden und sortiert das defekte Teil aus. Das hochauflösende Video wird sofort gelöscht, aber das System generiert zeitgleich Metadaten. Es notiert quasi Defekt Typ B um 14 Uhr an Maschine 4. Und diese kleinen Metadaten gehen dann in die Cloud? Übergreifend zu trainieren und zu optimieren. Und die verbesserten Modelle werden dann später als Update zurück an die Maschinen geschickt. Okay, das leuchtet für Sensordaten total ein. Aber was ist mit Texten? Wenn ich ein lokales Sprachmodell auf meinem Firmenserver habe, das alle meine internen Handbücher und Verträge kennen soll, muss ich das Modell dann jedes Mal neu trainieren, wenn ein neuer Vertrag dazukommt? Das sogenannte Feintuning ist doch irre teuer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Feintuning ist hier nämlich oft der völlig falsche Ansatz. Wenn du ein Modell feintunest, verschmelzen die neuen Infos untrennbar mit den Parametern. Einzelne Fakten später zu löschen, ist dann fast unmöglich. Der Goldstandard heute heißt RAG. RAG. Retrieval Augmented Generation? Genau. Bei RAG verbindest du das lokale Sprachmodell mit einer Vektordatenbank. Das Modell selbst wird überhaupt nicht mit dem Firmenwissen trainiert. Stattdessen nimmt eine Software deine PDFs und Verträge und wandelt den Text in mathematische Vektoren um. Vektoren, also wie Koordinaten in einem Raum? Ja, Wörter oder Absätze mit ähnlicher Bedeutung landen in diesem gigantischen mathematischen Raum nah beieinander. Das System versteht also die semantische Nähe. Das ist dann wie bei einem brillanten Bibliothekaren. Der Bibliothekar, also das Sprachmodell, hat zwar ein super Allgemeinwissen, aber er hat die geheimen Firmenakten nicht auswendig gelernt. Wenn ich eine Frage habe, sucht er erst in Echtzeit das richtige Buch aus dem Regal, liest es und fasst es für mich zusammen. Eine perfekte Metapher. Das RAG-System sucht die relevantesten Abschnitte aus der Vektordatenbank und sagt dem Modell, hier beantworte die Frage des Nutzers ausschließlich auf Basis dieser 3 Textabschnitte. Das heißt, wenn sich eine Info ändert, muss ich das Modell gar nicht anfassen. Ich tausche einfach das Buch im Regal aus. Also ich update das PDF in der Datenbank. Richtig. Und das löst auch sofort das riesige Problem der Zugriffsrechte. Ein Modell, das alles auswendig gelernt hat, könnte jedem Mitarbeiter jedes Firmengeheimnis verraten. Bei RAG zieht das System aber nur die Dokumente aus dem Regal, für die der jeweilige Nutzer auch Leserechte hat. Fragt der Praktikant, bleiben die Strategiepapiere des CEO im Regal? Das ist genial. Und was bedeutet das nun alles für dich als Hörer? Es bedeutet, dass du dir KI nicht einfach nur wie eine Softwarelizenz einkaufst. Du musst eine Architektur aufbauen. Ein orchestriertes Zusammenspiel. Und bei all dieser Orchestrierung gibt es noch einen Faktor, den wir nicht vergessen dürfen: Human Oversight, die menschliche Aufsicht. Gerade der AI Act fordert bei Hochrisikosystemen harte Leitplanken, sogenannte Guardrails. Also die KI darf nicht alles alleine entscheiden. Genau. Eine Edge-KI darf und soll eine defekte Maschine sofort stoppen, klar. Aber nicht jede KI-Erkenntnis darf automatisch zu einer Aktion führen. Ein lokales Modell darf nicht eigenmächtig einen Millionenauftrag stornieren, nur weil es ein Risiko in einer E-Mail sieht. Der Mensch bleibt der finale Freigeber. Das bringt unsere Reise heute sehr schön auf den Punkt. Wir sehen ganz klar, künstliche Intelligenz muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir die Kontrolle über unsere Daten und unsere Reaktionsgeschwindigkeit an externe Großkonzerne abgeben. Die Cloud bleibt wichtig, klar. Aber Edge AI und lokale LLMs sind das Fundament für echte Resilienz. Absolut. Und für Entscheider ist das keine abstrakte technische Modeerscheinung, sondern eine essentielle Frage von Verantwortung und Betriebsfähigkeit. Wer versteht, welche Daten wohin gehören, der baut Systeme, die so sturmfest und autark sind wie isländische Geothermie. Besser hätte man das nicht zusammenfassen können. Zum Abschluss möchte ich dir noch einen finalen Gedanken mitgeben, der ein bisschen über das Technische hinausgeht. Überleg dir das mal für dein eigenes Umfeld. Wir messen die Intelligenz unserer Systeme heute ja oft daran, wie nahtlos sie mit dem Rest der Welt vernetzt sind. Alles ist smart und tauscht permanent Daten aus. Aber was wäre, wenn der wahre ultimative Test für ein smartes Unternehmen gar nicht die perfekte Verbindung ist, sondern wie intelligent es genau dann noch agiert, wenn man sprichwörtlich den Stecker zur Außenwelt zieht?